Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist wieder Quasselzeit und wir haben uns überlegt, wir wollen euch mal sagen, wie einfach das eigentlich ist, auszuwandern. Ja, weil die ganzen Internetgurus und Social Media verspricht ja, dass Auswandern das Einfachste auf der Welt ist. Ja, und wie einfach das wirklich ist, Klartext wird jetzt mal gesprochen, ihr Kinders. Also, viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, ihr Lieben, ganz so einfach ist das leider nicht, denn Auswandern ist kein Kinderspiel. Alles andere als das. Was? War voll einfach. Wir haben uns einfach in den Flieger gesetzt und zack, waren wir hier und alles lief. Ja, genau. Nein, aber wirklich, mich nervt es extremst, dass ich überall immer wieder lese, wie einfach Auswandern ist. Und dass du brauchst nur eine Idee von einem, I don't know, Cupcake-Laden und zack, bist du in den USA. Ja, Cupcake, das ist auch super, ne? Also ich glaube, das liegt aber tatsächlich daran, dass das wirklich so ist, dass dargestellt wird, dass das total einfach ist. Und jetzt gibt's ja diese Goodbye Deutschland, Gedönse, Auswanderer, die existieren ja eigentlich nur, weil die Leute scheitern sehen wollen. Ja. Ist nicht so. Also wirklich, das Ding wäre nicht erfolgreich, wenn es Leute gibt, die das alles smooth schaffen. Naja, es ist halt Fernsehen. Aber guckt ihr eigentlich noch Fernsehen? Ich denke schon. Also ich denke, damit euch das nicht passiert, wollen wir jetzt mal ein bisschen aufklären, dass Auswanderung tatsächlich kein Kinderspiel ist und was du wirklich benötigst, um erfolgreich eine E2-Auswanderung zu machen. Also wir reden hier nur über E2, nichts anderes. Genau, also das ist ganz wichtig, ne? Also wenn ihr natürlich Konzernsoldaten seid und darf man nicht sagen? Nein. Okay. Wenn ihr Angestellte eines großen Konzerns seid und die euch entsenden, dann ist das natürlich ein anderes Level. Ne? Da kriegt ihr alles bezahlt und braucht euch keine Sorgen machen. Ne? Mutti kann mit, Kinder können mit, alles ist super. Aber ich rede hier von E2, also ein Investmentvisum. Und das basiert darauf, dass ihr ein eigenes Unternehmen aufbaut. Und wie wir dazu kommen, erzählt euch die Tina. Ja, weil Unternehmen heißt echtes Unternehmen und kein Hobby und kein Nebenjob, sondern wirklich ein Unternehmen, was wächst und was Mitarbeiter hat und was euch und die Mitarbeiter alle ernähren kann. So, Cupcake funktioniert da nicht wirklich, oder? Nee, das Wichtige, also die Tina spricht das an, weil wir ja mittlerweile, also wir sind jetzt 3 Jahre hier, ne? Also dauert noch eine Woche, aber dann haben wir 3-jähriges quasi. So, und wir haben ja am Anfang unserer Karriere hier in den USA auch mit vielen anderen gesprochen, die hierhin auswandern wollen. So, und die wollen auch mit einem E2-Visum hinkommen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber die waren halt zum größten Teil noch nie eigene Unternehmer, haben noch nicht ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Und haben jetzt halt die fixe Idee, ja, ich brauche ja nur ein Unternehmen gründen, ne? Und dann mache ich irgendwie so einen Businessplan hier und dann bin ich hier. Das kann klappen, ne? Also ich will das gar nicht bestreiten, dass das klappt, ne? Denn der Typ in der Botschaft, der das entscheidet, der sieht natürlich nur euren Businessplan und vielleicht eure Finanzen und eure Ideen und nimmt euch das ab oder auch nicht, ne? So, und dann seid ihr hier. Und dann geht der Spaß aber eigentlich erstmal los, ne? Und darum ist der erste eindringliche Appell, wenn ihr ein E2-Visum hier habt, dann, und das ist das, was die Tina sagt, habt ihr ein Unternehmen. Und dann müsst ihr auch unternehmen. Und dann werdet ihr gezwungen, hier von jetzt auf gleich, wenn ihr da noch nicht in Deutschland wart, Unternehmer zu sein. Und naja, was du dir machen kannst, ist dir Hilfe holen. Und Hilfe holen in Form von Beratern und so weiter, das ist momentan ganz modern, sehe ich überall. Und finde ich persönlich auch super, super gut. Ich halte eine ganze Menge von Mentoren und ich halte auch eine ganze Menge davon, mich beraten zu lassen. Aber ich möchte mich beraten lassen von Menschen, die da sind, wo ich hin möchte. Die das gemacht haben nachweislich, die das erfolgreich gemacht haben nachweislich und die mir genau zeigen, wie sie das gemacht haben. Und zwar vergleichbar, so dass ich das wirklich nachmachen kann. Oder was sagst du? Ja, also das ist meine grundsätzliche, also im Business ist das meine grundsätzliche Philosophie. Ich heuer nur Berater an, die das auch schon mal selber erreicht haben. Ne? Also mein bestes Beispiel, es gibt 2 Beispiele. Das erste Beispiel ist der klassische Sparkassenberater. Ne? Dann sitzt ihr da bei diesem Sparkassenheini, ne? Und der sagt, ja, ich habe hier einen super Fonds für euch, ne? Da könnt ihr investieren, ne? Da hast du auf jeden Fall in 10 Jahren, keine Ahnung, x% Gewinn gemacht.
Und wenn du den fragst, hast du das Auge gekauft, dann sagt er, ja, nee, ich nicht, ich bin da anderweitig. Weißt du, das ist schon so bla. Ne? Oder so Vermögensberater, die Vermögen beraten, aber kein Vermögen haben, sind keine Vermögensberater. Die sind vielleicht Vermögensverwalter, aber keine Vermögensberater. So, ich könnte noch stundenlang irgendwas aufzählen. Erziehungsberater, die keine Kinder haben. Ja, also, wenn ihr wollt, ziehe ich noch einen Vergleich. Wollt ihr? Ja, klar, danke. Hier, Gedönse. Sag mal, danke. Also, es gibt ja, ihr wisst ja, was ich beruflich mache, ne? Das ist halt M&A auf der Buy-Side. So, das will ich gar nicht ausführen. So, und in Deutschland habe ich das auch schon gemacht. Das heißt, ich habe den Vorteil, ein bisschen Erfahrung hier schon zu haben. So, und in Deutschland war das so, wir waren in Deutschland auch auf der Sales-Side, also wir haben auch Unternehmen verkauft. So, und jetzt gab's so, der Klassiker ist, du hast einen Unternehmer, dem verkaufst du das Unternehmen und dann fühlt dieser Unternehmer sich berufen, auch M&A zu machen, also auch Mergers and Acquisitions, also kaufen und verkaufen zu machen, weil er hat ja erfolgreich sein Unternehmen verkauft. Jetzt ist aber das Problem, und jetzt kommen wir gleich zur Parallele zum E2, das Problem ist aber, der hat nur Erfahrung aus seinem eigenen Verkauf. So, es gibt aber unendlich viele andere Situationen, die der gar nicht kennt. Und sein Erfolg basiert nur auf seinen Fall. So, und darum würde ich jetzt, also ich, André, ich würde niemals E2 beraten. Mal abgesehen davon, dass das illegal ist, Visumsberatung zu machen. Da brauchst du eine Lizenz für, muss zertifiziert sein. Aber ich würde mir nicht zutrauen, jeden anderen Fall hier zu beraten. Holt euch einen Anwalt, das ist das Erste. Das Zweite ist, eine Visumsberatung ist jetzt nicht einen Businessplan aufstellen. Ne? Das kann ich. Also Businessplan aufstellen und beraten kann ich. Da habe ich schon oft genug gemacht. Mache ich nicht mehr. Auch nicht für euch, weil das einfach auch zu schwierig und zu komplex ist. Aber, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich verquasselt. Wissen Sie mir. Warte. Dieses Video wird gesponsert von... Was ist das? Das ist Poppy. Ja, das ist kein Alkohol. Das ist Naja, wie dem auch sei. Peach-Limonade. Du wolltest gerade darauf sagen, dass du dich niemals... Gelb ist auch geil, ne? Dass du dich niemals auf E2 beraten lässt von jemandem, der, keine Ahnung, H1B gemacht hat. Oder nur einmal E2 bekommen hat, aber kläglich gescheitert ist, das Business nicht durchgeführt hat. Oder von jemandem, der eine Green Card hat und nie selber ein E2-Business aufgebaut hat und 4 Verlängerungen gemacht hat. Also ihr seht, worauf hinaus voll. Das nächste, es gibt total viele Fallstricke, auf die wir teilweise auch, reingefallen ist jetzt das falsche Wort, aber wo wir unsere negativen Erfahrungen gemacht haben. Und das sind zum Beispiel, wenn du Empfehlungen bekommst von deinen Beratern innerhalb seines Netzwerks. Das ist ein guter Punkt. Ne? Also das dürfte euch ja auch klar sein. Ne? Also wenn ihr so ein, sagen wir mal, der erste Weg, um hier hinzukommen mit dem E2-Visum, ist, ihr holt euch einen Anwalt. So, im Idealfall, also mein Idealfall ist, der Anwalt ist hier oder der ist in Deutschland und Amerikaner. So. Wenn ihr einen rein deutschen Anwalt habt, der hier gar nicht ist, finde ich, macht das keinen Sinn. Also der muss schon irgendwie in Amerika Bezug haben. Ne? So, und jetzt habt ihr diesen Anwalt. Und der Anwalt will euch ja was Gutes. Also ich unterstelle dem gar nichts Schlechtes. Der will was Gutes. Das heißt, der empfiehlt natürlich Kontakte aus seinem Netzwerk. So. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dem Anwalt vertraut. Das ist ein guter Anwalt. Alles gut. Der hat uns hier hingebracht. Ich will da gar nichts meckern. Ne? Aber im Rückspiegel betrachtet sind die Kontakte, die der uns gegeben hat, zwar aus seinem Netzwerk, aber die sind keine Superkontakte. Nein. Weil das gar nicht für unseren Fall gepasst hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Versicherung. Also wenn ihr hier ein Unternehmen habt, dann solltet ihr eine Versicherung haben. Ihr werdet bescheuert, wenn ihr hier keine Versicherung macht. So, und ihr wisst ja, ich habe eine Corporation, eine US Corporation gegründet. So, und die haben wir versichert. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video zu gemacht. So, die haben wir versichert mit Haftpflichtversicherung, mit Workers' Compensation, weil wir ja Mitarbeiter haben, und mit einer Umbrella-Versicherung. Also alles andere, was nicht versichert ist, fällt dann unter diese Umbrella-Versicherung. Und dann gab es einen sehr windigen Geschäftsmann, der auch Deutsch gesprochen hat. Und wenn der Deutsch spricht, dann vertraut ihr dem ja erstmal. Das liegt so in der Natur, ne? Weil ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr sprecht Deutsch. Und dann glaubst du, okay, weil der Deutsch spricht, bescheißt der mich nicht. Da kann ich euch sagen, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Der wird euch noch mehr bescheißen als die Amerikaner hier. So, das ist mein erstes Learning. Und dann für die Versicherung, möchte ich sagen, haben wir 14.000 US-Dollar bezahlt im Jahr. 14.000 US-Dollar. So, mittlerweile bin ich bei 260 US-Dollar im Monat. Ja, das ist ein Unterschied, oder? Lass mal sacken. Ist die gleiche Leistung, ist die gleiche Haftungsrisiken. Ne? Hat jetzt keinen Top-Namen, aber ist versichert. Ja,
Genau. Das Gleiche ist auch mit Steuerberatung und so weiter. Steuerberatung. Alter, jetzt, da hast du mich ja, ne? Wir haben ja eine sehr große Steuerberatungskanzlei aufs Auge gedrückt gekriegt von unserem Anwalt, weil die der Meinung sind, die können Deutschland und USA und das ist Rödl und Partner. Ich sage es einfach mal so, ne? So, das ist ganz klar keine Empfehlung. So, ihr seid eine kleine Nummer hier mit dem E2-Visum, ne? Also außer ihr habt hier ein 50-Millionen-Business und eine Maschinenfabrik, die hier hinzieht, dann mag das was anderes sein, dann braucht ihr die vielleicht. Ansonsten ziehen die euch hier über den Tisch. Denn Rödl und Partner machen, also nennen wir ihn Piep, den Steuerberater, den die Deutschen empfohlen haben, ist halt so, weißt du, du brauchst hier einen CPA, also so einen Certified Public bla bla bla, ne, so einen Steuerberater, der deine Steuererklärung abgeben kann. Und du brauchst einen Accountant, also einen, der bucht. Ne? Wenn du das nicht, mach das nicht selber, wirklich. Die haben ein anderes Buchungssystem hier. Ja. Schieb das weg. So. Und bei RP bezahlen wir oder haben wir bezahlt fast 30.000 bis 35.000 US-Dollar im Jahr. So. Ich habe jetzt einen Accountant gefunden, der nimmt pauschal fürs Buchen um die $200 im Monat. Und die Abgabe der Steuererklärung, die wirklich einfach ist bei uns, also wir haben jetzt hier keine Immobilien, wir haben noch nicht mal Autos in den Bilanzen, die ist wirklich simpel, ne? Also da zahlen wir jetzt ungefähr, ich sag mal, 4.500 für. So, Punkt. Das ist eine andere Nummer. Das ist eine andere Nummer. Also ihr könnt aber nicht vergleichen am Anfang. Nein. Weil ihr euch so einlullen lasst von den Deutschen, die sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht hier, ist gar kein Problem, ne? Und ja, super, wir können super beraten. Ja, aber nicht mein Fall. Naja, wahrscheinlich kriegen die Geld dafür. Nee, nicht. Also, ich glaube einfach, das hat er nicht böse gemeint. Ne? Nein. Das ist einfach nett. Aber in der Regel ist das so, die schießen mit Kanonen auf Spatzen. Und ihr seid hier ein Start-up-Unternehmen. Genau, ihr seid ein kleines Unternehmen und ihr sollt ganz in Ruhe wachsen. Aber wenn ich sage in Ruhe, meine ich nicht langsam, sondern die Geschwindigkeit in Amerika ist komplett anders. Und sich daran zu gewöhnen, ist auch kein Kinderspiel. Absolut. Ich muss noch mal zurück auf. Ich habe gerade Blutdruck. Fühl mal. Ja, ich habe Puls. Weil also das, wisst ihr erkennt übrigens auch immer daran, ob die euch haben wollen oder nicht, oder ob die sagen, pass auf, der kann gerne kommen, aber nur wenn der so und so viel zahlt. Wir haben ja einen Fall gehabt. Ich hoffe, du guckst zu. Und dann schöne Grüße, den ich denen in den ersten 1,5 Jahren empfohlen habe. Und die haben mit dem gesprochen. Und das war nur ein Beratungsgespräch, ein Erstberatungsgespräch. Und der hat eine Rechnung über 1.000 US-Dollar bekommen. Für knapp eine Stunde Quasseln mit Sachen, die der schon vorher wusste oder die Google schon hergegeben hat. Und daran seht ihr, wenn ihr sowas bekommt, dann wollen die euch nicht als Kunden. Die nehmen euch aber als Kunden, wenn ihr viel Geld bezahlt. Ja, das tut uns heute noch leid. Ja, das tut mir tatsächlich leid. Ja. Ne? Also, sorry. Nächste Bier geht auf mich. Unsere Immigration-Anwältin übrigens. Ne? Bei der habe ich letzte Mal, also ich empfehle die auch nicht mehr, mal abgesehen davon, ne? Weil ich glaube, die hat auch keine Lust so richtig. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber ihr merkt daran, das ist halt seltsam, weil ich habe der eine E-Mail geschrieben, ich sage, ich habe mal eine Frage, ist das nicht so und so und so und so? Und dann hat sie gesagt, ja, lass mal einen Termin machen. Dann haben wir einen Termin gemacht. Ich habe mich mit der 15 Minuten ausgetauscht. Nur, dass sie mir sagt, nee, ist nicht so. Und ich habe danach eine halbe Stunde später, also unsere Accountant-Abteilung hat eine halbe Stunde später eine Rechnung bekommen über 340 US-Dollar. Übrigens auch deutschsprachig. Ist auch deutschsprachig. So, und das ist einfach so, weißt du, das häuft sich jetzt halt, ne? Nach 3 Jahren muss ich sagen, ich würde nie wieder mich auf rein deutschsprachige Netzwerkkontakte würde ich nie wieder aufbauen. Jetzt ist das aber so, die Sprache spielt tatsächlich eine Rolle. Ne? Das heißt, wenn ihr hier neu seid, dann könnt ihr nicht so gut Englisch, wie ihr glaubt. Absolut. Und ich dachte ja wirklich, ich könnte gut Englisch. Und vor allen Dingen das ganze Mindset, was die hier haben und die ganze Kultur. Ihr habt halt wirklich einen Kulturschock. Und das darf man nicht unterschätzen, vor allen Dingen im Business. Sagte ich gerade, die sind sehr viel schneller im Business. Die haben ein anderes Mindset im Business. Ne? Ich sage das, was ich immer wieder sage, worüber ich staune. Wir haben so einen Spruch, frage niemals um Erlaubnis, aber immer um Vergebung. Das heißt so viel wie mach einfach mal und entschuldige dich nachher. Ja, das ist hier der wilde Westen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Also nicht nur, dass wir im wilden Westen sind, der gar nicht so wild ist, aber im Business ist das hier der wilde Westen. Hier denkt jeder nur an sich. Hier will keiner euch was Gutes. Das könnt ihr vergessen, wenn ihr im Business seid. Ne? Die wollen alle nur euer Geld und ihren Profit. So, die sind zwar nett dabei, das macht auch Spaß. Ja, das macht super. Aber ihr müsst immer im Hinterkopf halten, der Typ, mit dem ich da rede, der will mein Geld, der will nicht mit mir Freund sein, weil er gibt hier, also ich bin da fest überzeugt, im richtigen Business gibt es keine echten tiefen Freundschaften. Und wenn es eine echte tiefe Freundschaft ist, dann ist es privat.
Dann ist und es hat privat. ja nichts mit dem Business zu tun. Genau. Also das trennt man hier komplett, was ich auch erst lernen musste. Ich meine, kann ja sein, dass das nur mein Empfinden ist. Ne? Also wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt gerne in die Ja. Kommentare. Das ist kein Problem, wir können ja diskutieren. Aber wir reden ja hier von unseren. Also genau mit den Vermietern. Ne? Also, weißt du, Vermieter ist ja auch mein Hassthema. Ne? Ja, jetzt habt ihr keinen Credit Score hier. Okay, das ist scheiße, hier eine Wohnung zu bekommen oder ein Haus zu mieten. Ne? Weil ihr nicht nachweisen könnt, dass ihr kreditwürdig seid, dass ihr auch die Miete immer bezahlt. Also entweder zahlt ihr dann ein Jahr eine Miete im Voraus, dann ist auch klar. Ne? So, und dann hatten wir ja deutsche Vermieter. So, und das würde ich nie wieder machen. Ich würde nie wieder von Deutschen mieten. So leid mir das tut, ne? Weil die Deutschen haben auch eine ganz andere Einstellung zum Haus und Vermieten, ne? Also wir hatten immer den Eindruck, wir passen auf ihr Eigentum auf und die lassen sich fürstlich dafür bezahlen, dass wir auf ihr Eigentum aufpassen. Oh mein Gott. So, und die Amerikaner sehen das aber Mieten als Dienstleistung. Ne? Also da zögert keiner und im Telefon sagt immer hier Waschmaschine kaputt oder was auch immer. Ne? Da könnten wir vielleicht mal ein komplettes Video drüber machen. Der Vergleich. Hab ich noch kurz? Geht. Deutsche Vermieter und US-Vermieter. Weil der Unterschied, den wir jetzt gerade erleben durch den Umzug, ist wie Hölle und Himmel. Das ist abgedreht. Das wirklich. ist Wahnsinn. Ich würde nie wieder, und sorry, wirklich an jeden, der daraufhin ein Business aufbauen möchte oder so, dann holt euch lieber noch jemanden, der Amerikaner ist, als Property Manager dazu oder so. Weil nur von rein Deutschen, mit der rein deutschen Einstellung, mit dem Mindset, du passt auf meine Sachen hier auf, würde ich nie wieder machen. Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich merke das ja jetzt. Ne? Wir haben das ja immer noch gemietet hier, ne? Weil wir noch nicht genau wissen, was passiert, wenn die Kinder weg sind. Ist egal. Anderes Thema. Aber man merkt richtig, der hat Dienstleistung im Blut. Wirklich, das ist abgedreht. Ich meine, ihr müsst ja auch, das ist vielleicht nochmal ein Thema, ne? Also von wegen Auswandern ist kein Kinderspiel. Ihr werdet hier auch mit technischen Gerätschaften konfrontiert, die ihr in Deutschland einfach nicht habt. Wie zum Beispiel Klimaanlage. Ich meine, ihr habt ja jetzt 35 Grad und bei euch stapeln sich ja die Hitzetoten. Das passiert hier nicht, weil wir haben Klimaanlagen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Klimaanlagen hier, die kenne ich aus Deutschland nicht. So, das ist einfach so. Und unsere Klimaanlage war jetzt defekt. Also wir haben so eine Klimaanlage für unten. Wir haben zwei Klimaanlagen. Das sind zwei Kreisläufe und eine für oben. So, oben ist doof, wenn die ausfällt. Und die ist ausgefallen. Das heißt, wir haben jetzt gerade, weiß ich nicht, 38 Grad, keine Ahnung, 35. So, und wenn dann die Klimaanlage ausgeht, ist die Holland in Not. Denn mit Dämmung, so weit sind die noch nicht. Und, warum auch? Wir haben das gemerkt, nach einer sehr, sehr warmen Nacht, so, ups, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab gedacht, boah, meine Uschi, die ist aber heiß heute. Und dann haben wir nachgeschaut und hier und da, weil André und ich, wir machen halt gerne Dinge auch selber. Wir sind niemand, der immer sofort anruft und sagt. Müsst ihr auch. Also ihr müsst hier Dinge selber machen. Ja, ja, ja. Wen wollt ihr anrufen? Dann geht ihr nach Google, holt irgendwelche Handwerker, ihr wisst gar nicht, ob die gut sind. Ja, das heißt, was wir machen ist, wir gehen in Facebook-Gruppen und du fragst dann immer, kann einer einen empfehlen? Und dann kommt der vielleicht aber auch nicht. Das heißt, ihr seid gezwungen, hier selbst Hand anzulegen. Naja, aber was ich sagen wollte ist, dann habe ich nachmittags irgendwann angerufen oder eine Nachricht geschickt und sagte, hey, es tut mir total leid, die Klimaanlage ist kaputt. Ich will gerade gar nicht so stören, aber irgendwie ist das schon für uns gerade sehr lästig. Und ich hatte innerhalb von 2 Stunden, 3 Stunden eine Antwort. Also, oh, Entschuldigung, es tut uns super leid. Wir sind gerade nicht im Land, wir sind im Ausland. Aber ich kümmere mich. Aber ich kümmere mich. Und was soll ich sagen, am gleichen Abend war die Klimaanlage repariert. Genau, aber bis zu dem Weg versuchen wir trotzdem selbst zu lösen. Ne? Das heißt, du machst dich schlau irgendwie, wie funktioniert die Klimaanlage eigentlich? Dann gab es irgendwie so einen Sicherungskasten mit rein und rumdrehen, mit Resetten, Stromreset, dann den Fan nochmal gucken. Ne? Dann bin ich hoch aufs Dach gegangen, habe mir das angeguckt, habe die Zuläufe kontrolliert. Ne? So was war letztendlich, wie eine Klimaanlage funktioniert, erkläre ich euch jetzt nicht, das müsst ihr googeln. Aber die arbeitet auch mit Wasser. So, dann ist da so ein Ablauf drunter und der Ablauf war verstopft, das heißt, das Wasser stieg und irgendwann ist da so ein Schwimmer und der unterbricht dann halt die Stromzufuhr und das ist passiert. Ne? So, ich habe keine Ahnung, ich brauche da Geräte für, ne? Also ich kann ja jetzt nicht mit einem Löffel das Wasser da rausheben. Ne? So, der Typ kam, hat die Leitung einmal freigepustet, ne? Hat den Schwimmer wieder runtergebracht und das Ding lief wieder. Alles gar kein Thema, ne? Aber was ich sagen will ist, ihr habt ja einfach auch Sachen mit zu tun, die ihr aus Deutschland nicht kennt und dann schwimmt ihr erstmal. Wenn ihr da nicht ein bisschen praktikabel veranlagt seid, habt ihr hier als Auswanderer ein Problem. Und vor allen Dingen dieses Mindset der Selbstverantwortung. Also die Amis haben ein komplett anderes Mindset. Habe ich gerade versucht mal anzudeuten, zu sagen, sowohl im Business als auch im Privatleben, die denken anders als die Deutschen. Vollkasko-Mentalität gibt es hier nicht. Hier gibt es tatsächlich die Mentalität, ich bin mir selbst der Nächste auf der einen Seite und aber auch, ich schaffe das schon.
Ne? Ich schaffe das schon, ich schaffe das schon. Das ganz alleine. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Also wenn ihr in die USA wollt und wenn das euer Traum ist, dann werdet ihr das schaffen. Aber ihr müsst einfach aufgeben, dass ihr hier so Trapez und doppelten Boden habt. Ihr habt hier unfassbare Freiheit, aber die Freiheit hat seinen Preis. Nämlich die Freiheit, die fordert von euch Selbstverantwortung. Ja. Ihr seid frei, alles klar, dann macht. Aber beschwer dich nicht bei irgendwelchen anderen oder rufe irgendjemanden an, sondern du bist dafür verantwortlich. Du musst erstmal machen. Und wenn nix geht, holt sie dir Hilfe. Und die Hilfe, tada, die kostet Geld. So, speaking of Geld. Um Geld zu verdienen, muss man... Übergang, oder? Mega. Um Geld zu verdienen, musst du dich verkaufen können. Das ist auch etwas, wirklich, das möchte ich dir mitgeben, wenn du überlegst, mit dem E2-Business in die USA zu gehen. Lerne verkaufen. Verkaufen. Du musst dich selber verkaufen. Wenn du das nicht tust, kannst du direkt wieder gehen. Weil es geht hier alles nur darum, dich, deine Dienstleistung, dein Business in einem Markt zu verkaufen, der nicht auf dich gewartet hat. Ja, absolut. Also ihr werdet mit sehr viel Selbstdarstellern konfrontiert werden. Und glaubt mir, die sind alle super. Also da wird jetzt keiner sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Also das ist nicht so, wie euch immer vorgegaukelt wird, hier so eine Fehlerkultur und sowas. Nein, das ist nicht so. Also die sind immer super, die haben nie Fehler gemacht und die sind hier und die Umsätze sind... Und wenn du den Motorhaube aufmachst und mal den Motor reinguckst, denkst du, ja, komm, ist doch nur ein Lego-Motor. Absolut, aber auch du musst lernen, für dich selber dein Business zu verkaufen, deine Leidenschaft. Ja, absolut. Und deswegen deine Leidenschaft, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Mach oder bau dir ein Business, wo du eine Leidenschaft für hast, was du liebst, was du magst, was du willst. Und lass dich nicht von irgendjemandem daraufhin beraten, dass du was anderes machen solltest, weil du musst das wirklich betreiben. Es ist deins. Weißt du, der Berater, der geht wieder, wenn er sein Geld bekommen hat. Aber du musst damit leben. Und das ist tatsächlich so, was die Tina sagt. Ne? Und jetzt mal einen kleinen Exkurs in meine Businesswelt. Ne? Denn genau das ist ja so bei uns. Also wir helfen ja Menschen, ein Unternehmen zu kaufen, egal welcher Couleur, und die in das Unternehmen zu bringen. So, und die meisten von denen, die haben noch nie ein Unternehmen gekauft und die meisten von denen haben auch noch nie ein eigenes Unternehmen betrieben. So, und Teil unseres Kick-Off-Workshops ist eigentlich immer zu hinterfragen, ja, pass auf, du suchst jetzt hier ein Pest-Control-Business, ne? Weil du hast gehört im Internet, das soll total gut sein, ne? Aber kannst du dir wirklich vorstellen, jeden verdammten Morgen aufzustehen, da hinzugehen und Pest-Control zu betreiben? Du wirst am Anfang immer mit selber Hand anlegen müssen, ne? Also außer du hast sehr, sehr viel Geld, da komme ich gleich zu, und kannst dir direkt ein Team aufbauen und bist dann eigentlich nur der Präsident und handhabt das. So, und das ist eigentlich der nächste Punkt, wo ich drauf hinaus wollte. Ne? Du brauchst viel mehr Geld, als du eigentlich glaubst. Sehr, sehr viel mehr Geld, als du brauchst. Und das wirklich von ganzem Herzen. Und ich weiß, dass es für viele wahrscheinlich ein bisschen demotivierend ist. Aber die Cash-Burn-Rate ist extremst hoch hier. Und das muss für euch in Ordnung sein. Also hier auf den Cent zu gucken, tut weh. Stoppt dich in deiner Energie, stoppt dich dabei, dein Business aufzubauen. Und dann wartet lieber noch ein Jahr. Also ich glaube, den Fehler, den die meisten machen, ne, die vergleichen immer noch Deutschland mit USA, mit was Verdienst angeht. Ne? Weißt du, dann kommen immer so Standardsachen wie ja, das Leben in Deutschland ist ja auch billiger, da brauche ich nicht so viel, die Mieten sind ja viel, ja, das ist alles Tinnef. Also letztendlich musst du hier hinkommen, du musst ein amerikanisches Business betreiben, du musst amerikanische Umsätze erwirtschaften, damit du amerikanische Kosten tragen kannst. Kannst du das nicht, hast du hier verloren, bist du nach 6 Monaten wieder raus oder kriegst zumindest keine Verlängerung nach 5 Jahren. Was übrigens auch noch ein Thema ist. Ne? Also klar, wenn du jetzt eine E2 machst und sagst, ja, ich versuche das mal 5 Jahre, ich will aber gar nicht hier bleiben, dann ist das völlig in Ordnung. Dann schreib deinen Businessplan, dann komm hier hin, stell halt keinen ein, interessiert keinen und dann verlängerst du halt nicht, aber du hast hier 5 Jahre Visum. So, das ist ja okay. Kann man ja machen, habe ich da gar nichts gegen. Aber wenn du von Auswandern redest und ja, mein Nachbar startet seine Maschine, das ist übrigens kein Elektromotor, wie ihr hört. I love it, I love it. Was wollte ich sagen? Ach ja, wenn du hier wirklich ernsthaft bleiben willst und über Auswandern, also nicht über temporär, dann musst du das Visum verlängert bekommen oder einen anderen Weg finden zu einer Green Card. Das machen wir in dem nächsten Video nochmal irgendwann. Aber dann muss dir klar sein, das Unternehmen muss betrieben werden und das muss wachsen. So, du musst, weißt du, wenn du in deinem Businessplan am Anfang hinschreibst, ja, ich habe irgendwie 20 Mitarbeiter, dann erwartet von dir gar keiner, dass du das einhältst und die 20 Mitarbeiter vorweist und genau die Zahl triffst, sondern du musst, und das hat mir die Anwältin gesagt, du musst also bei der Verlängerung die Visumsbedingungen erfüllen.
Nach wie vor. Und das ist Arbeitsplätze schaffen, Wachstum vorweisen und dich ernähren können. So, Punkt. Weißt du, ob du 20 Mitarbeiter reinschreibst und nur 4 hast, das ist dem, glaube ich, Humpel. So, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen. Ganz viel darüber gesprochen. Ganz viel, ja. Was das alles im Business bedeutet. Auswandern ist aber auch kein Kinderspiel, was das Private angeht. Aber weißt du was, sollen wir davon nicht einen Teil 2 machen? Ja, dann kann ich nochmal auf Toilette gehen. Also, ich glaube, wir machen tatsächlich Teil 2, was Auswandern im Privatleben bedeutet, was das mit dir macht, was es mit deiner Familie macht, was das mit der ganzen Energien macht. Und geben euch da nochmal so ein bisschen Einblick. Was die Tina eigentlich sagen möchte, ist, dass wir festgestellt haben, dass das Aufmerksamkeitsdefizit bei unseren Zuschauern extrem abgenommen hat. Und wir haben jetzt, weiß ich nicht, 25 Minuten schon gequatscht. Und darum sagen wir jetzt auf Wiedersehen, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, keine Ahnung, wer heißt es denn dann? Auswandern ist kein Kinderspiel. 2. Bis dann. Ciao.